So, first of all, greetings to all our friends from Brazil and wishing you a happier few years to come rather than what you had in the past. In our materialist culture, people don't believe so much in prayer, but when we look at the nature of the mind and the infinity of our own mind, then we have to think about prayer. Zuallererst möchte ich alle begrüßen, insbesondere unsere Freunde in Brasilien. Und ich hoffe, dass ihr jetzt ein paar mehr Jahre haben wird, die besser werden als die früheren. Viele Menschen glauben vielleicht nicht an Gebete, aber ich glaube, in unserem Leben sollten wir doch darüber nachdenken, wie Gebete wirken. So, if you feel moved, given not just the difficulties in Brazil, but everywhere in the world, it's very useful to pray to Padmasambhava and light candles and dedicate the merit for all. Also wenn euch das anspricht und wenn ihr euch bewegt fühlt, das zu tun, nicht nur wegen den Problemen in Brasilien, aber überhaupt in der Welt, ist es gut, Padmasambhava anzusprechen und Kerzen anzuzünden und Verse zu singen und Inzens zu verbrennen. Sentient beings, whether they're human or animal or in the God realm, tend to be wrapped up in self-concern. Alle lebenden Wesen, ob sie nun menschlich sind oder in Götterwelt leben oder in der Tierwelt, drehen sich häufig im alten Kreis um sich selbst. And so when we reach out and wish good luck and good health and fulfillment and in enlightenment for all sentient beings, this is a very radical gesture. Also wenn wir das umdrehen und uns wirklich um alle kümmern und allen Menschen, alle Lebewesen Gutes wünschen und Erleuchtung wünschen, das ist was ganz Radikales. Okay, so the first question this evening is, with regard to depression, how do the medical biochemical approaches compare with the psychoanalytic view and the Buddhist view? Die erste Frage heute Abend geht es um Depression. Und die Frage ist, wie kann man vergleichen medizinische Anwendungen, also auch pharmazeutische Anwendungen, zeutische Anwendungen, wie vergleicht sich das mit Psychotherapie und auch mit buddhistischen Ansätzen? There's a great deal that could be said in relation to this question. Da könnte man natürlich ganz, ganz viel drüber sagen. But in brief, all views of interpretation start from certain basic assumptions. Aber um es kurz zu fassen, müssen wir sehen, dass alle Ansichten und alle Ansätze auch zur Heilung sind auf der Grundlage von bestimmten Annahmen. The medical biochemical approach starts with the assumption that our body is a material system in which chemical compounds and electrochemical forces move together to generate certain kinds of experience. Der pharmazeutische, biochemische oder medizinische Ansatz geht davon aus, dass der Körper ein materielles Etwas ist, in dem bestimmte elektrochemische Impulse zusammenarbeiten und zu Resultaten führen. The psychoanalytic view starts with the axiom or core belief that our mind has an unconscious dimension to it, which we're not usually aware of. And due to remnants of the past held in that unconscious and the tension between its internal structures, we find ourselves propelled in different directions. Der psychoanalytische Ansatz geht davon aus, dass wir bewusste und unbewusste Anteile haben und dass die Unbewussten von bestimmten Bedingungen in der Vergangenheit bestimmt werden und auch weitergeführt werden
und dass diese uns jetzt in bestimmte Richtungen schieben oder uns auf eine bestimmte Art und Weise handeln lassen. In Buddhism, we have various views or ways of looking, but from the Dzogchen point of view, from the very beginning, the mind has been empty, and this emptiness has not blocked the flow of experience. Von der buddhistischen Standpunkt aus kann man natürlich verschiedene Dinge beschreiben, also verschiedene buddhistische Ansätze. Aber im Dzogchen sehen wir das so, dass seit dem Anfängen der Geist leer ist und dass dieser Leerheit sich nicht irgendwelchen Bewegungen im Wege steht. This emptiness or indeterminacy is not in opposition to the patterning of experiences that come and go. Diese Leerheit oder dieses Nicht-Bestimmt-Sein ist kein Gegensatz zu all den Mustern und Bewegungen, die kommen und gehen. So, if we open ourselves to the open basis of our experience as it arises moment by moment, we find that the stillness of unmoving awareness and the movement of interactive patterns are without opposition. Also wenn wir uns öffnen für diese Offenheit, den Urgrund, aus dem alles kommt, werden wir merken, dass die Stille und die Bewegung von verschiedenen Mustern kein Gegensatz bilden. So, with specific reference to depression, as raised in the question, in the medical model, the focus is on is there an excess of one kind of chemical and a deficit of another kind of chemical, and then medication is prescribed to try to rectify this. Und jetzt spezifisch eingehend auf die Frage nach Depressionen, worum es ja ging in dieser Frage, ist der medizinische Ansatz, schaut dann an, ob im Körper eine bestimmte chemische Substanz fehlt oder zu viel davon da ist, und das wird dann durch Medizin ausgeglichen. In psychoanalysis, often there are certain prohibitions embedded in the unconscious, such as the expression of anger. And when this is the case, then life's vitality and immediate responsivity cannot operate. Der psychoanalytische Ansatz würde das vielleicht so sehen, dass bestimmte Triebe in uns verborgen sind und nicht zugänglich sind, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, Ärger auszudrücken, Wut auszudrücken, verschüttet. Und dadurch kann eine gewisse Vitalität und Lebendigkeit überhaupt nicht existieren. And this imposed constraint brings a feeling of depression and hopelessness, which is essentially is a kind of being out of rhythm with the environment. Und diese Begrenzung, diese Beschränkung dessen, was man ausdrücken darf, bringt mit sich, dass eine gewisse Depression oder Hoffnungslosigkeit da ist, in der man sich nicht im Einklang mit der Umwelt fühlt. Depression is like a kind of break which gets you out of the beat of the movement of life. Depression ist wie eine Unterbrechung, eine Pause, eine Lücke, die einen aus dem Rhythmus des Lebens herauswirft. From the Buddhist point of view, depression is an aspect of attachment to an image of how one thinks things should be. Von der buddhistischen Warte aus gesehen ist Depression ein Anhaften, ein Greifen an einem bestimmten Bild davon, wie man denkt, dass Dinge eigentlich sein sollten. In the history of the world, there have been many cruel and stupid leaders. In der Weltgeschichte gab es sehr, sehr viele dumme und grausame
Regierungsführer. Many people have to live with ridiculous constraints which inhibit their free expression. Sehr, sehr viele Menschen in der Welt müssen mit fürchterlichen Einschränkungen leben, die verhindern, dass sie sich frei ausdrücken können. On an outer level, these experiences arise from our own karma. Äußerlich gesehen tauchen diese Erfahrungen von unserem eigenen Karma auf. On an inner level, they arise from not recognizing the unborn, pure ground of our manifestation. Und auf einer inneren Ebene liegt es daran, dass wir den Urgrund und das Ungeborene, aus dem wir immer für Moment aufsteigen, nicht erkennen. It is in the nature of what arises in the mind, whether it's a thought or a feeling or a memory, to be impermanent. Es ist in der Natur all dessen, was im Geist auftaucht, ob es ein Gedanke oder eine Erinnerung ist oder ein Gefühl, dass diese unbeständig und vergänglich sind. Now, moods can seem to linger for a long time. Stimmungen können manchmal sehr, sehr lange andauern. Hopelessness, despair, sinking feeling, depression. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, dass man das Gefühl hat, man sinkt zusammen, Depressionen. Now, when we experience this as I'm stuck in this mood, I can't shift it, I don't know what to do, then we often experience a hopelessness which intensifies the suffering. Und wenn wir uns dann, wenn wir das dann so erleben, dass ich habe diese Depression, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich stecke hier fest, dann kommt dazu häufig eine Hoffnungslosigkeit, die das Leiden vertieft. And the position in Dzogchen is rather different from in many of the other Dharma paths. Und der Dzogchen nimmt da eine andere Einstellung zu als viele andere Dharma-Pfade. Its primary instruction in this area is don't struggle. Die Anweisung innerhalb des Dzogchen in erster Linie ist, kämpf nicht um oder gegen etwas. Stay relaxed and open with whatever is occurring. Bleib entspannt und offen mit all dem, was auftaucht. If you relax, then you are more able to be present with what is occurring. Wenn du entspannt wirst, bist du mehr in der Lage, wirklich mit dem da zu sein, anwesend zu sein, mit all dem, was passiert gerade. And this allows us to see directly that this mood or state we are in is in fact not a singular structure. It's not an entity. Und das ermöglicht dann, ganz direkt zu erleben, dass diese Stimmung oder diese, was wir als Zustand empfinden, nicht ein Block ist, nicht ein einziges Etwas ist. It's not even compounded or constructed. Es ist noch nicht mal zusammengesetzt oder aufgebaut. It is emergence, that is to say, freshly, moment by moment, this is occurring. Stattdessen ist es etwas, das auftaucht, das von Moment zu Moment neu auftaucht. Relaxed awareness in being present with this emergence stays with the freshness. Entspanntes Gewahrsein mit diesem Auftauchen, wie es geschieht, heißt, in der Frische zu sein. And the freshness releases us from the delusion of the cumulative compounding givenness. Oh, this is terrible, I'm stuck in it. Und diese Frische wiederum ermöglicht es, uns frei zu sein von diesem
sich ständig verdichtenden Etwas, was sich aufbaut und uns gefangen hält, sodass wir uns fühlen, oh, ich fühle mich hier total gefangen drin. It can be difficult to see the truth of what I'm saying because we are so used to being attached to our experiences and merging into them as if they were the truth. Es kann schon schwierig sein, die Wahrheit dessen, was ich gerade erläutere, zu sehen, denn wir sind es so gewohnt, einfach festzuklammern und gefangen zu sein in der Erfahrung als ein Etwas. We ourselves are imprisoning ourselves through our attachment and involvement. Wir sind es, die uns selber einsperren durch unser Festkrallen und unser ständig damit weiterspinnen. So it's important to hear this in a clear way. Also deswegen ist es gut, dies ganz klar zu hören. I'm not blaming people with depression for being depressed. I'm not saying it's your fault. Ich mache jetzt die Personen, die von Depressionen, unter Depressionen leiden, denen sage ich nicht, Mensch, das ist ja deine eigene Schuld. I'm simply pointing out that if you can merge into happy moments, then you can merge into unhappy moments. Das Einzige, was ich sage, ist, wenn man verschmelzen kann mit glücklichen Momenten, kann man auch mit unglücklichen Momenten verschmelzen. The issue is not the happiness or the unhappiness, but the quality of merging and Äh, identification. Und es geht dann letztendlich nicht darum, ob es ein glücklicher oder ein unglücklicher Moment ist, sondern um diese Gewohnheit des Verschmelzens, des sich Identifizierens. So that's why in Dharma we do renunciation, we think about a wider view with the Bodhisattva vow, we do purification. Und deswegen denken wir in Dharma über so Sachen nach wie Entsagen, das Bodhisattva, Gelübde und etwas, was uns einfach sehr viel offener und weiter sein lässt. These are all ways of softening the intensity of our habit of total identification with whatever is occurring. Dies sind alles Möglichkeiten, diese Gewohnheit, die wir haben, uns total mit dem zu identifizieren, was gerade passiert, diese Gewohnheit etwas zu lockern oder aufzuweichen. Nothing is fixed. There is no inherent existence in any phenomena or situation or condition. Nichts ist fest. Nichts ist festgeschrieben. Es gibt kein wirkliches Sein in irgendwelchen Bedingungen, in irgendwelchen Erscheinungen oder irgendetwas, was geschieht. So, our paradoxical move is this: Also da ist eine Bewegung, die ein Paradox beinhaltet. when we feel battered by strange patterns and intense movements of the mind, Wenn wir uns zerschlagen fühlen von Intensität in unserem Geiste und Sachen, die uns Sorgen machen in unserem Geist, we don't do anything. wir machen nichts. We don't react. We don't try to improve. Wir reagieren nicht, wir versuchen nicht, das Ganze zu verbessern. We're neither magicians who can change everything, nor are we victims of circumstances. Wir sind weder Magier, die das alles verändern können, noch sind wir Opfer der Umstände. This is what's happening Dies ist, was gerade geschieht. for a while. Jetzt für ein bisschen. It arises due to causes and conditions, and as they change, the pattern of arising will shift. Es taucht auf der Grundlage von Bedingungen und es wird sich verändern, wenn diese Bedingungen sich verändern. The purity of the mind means that it is never mixed with or contaminated by whatever arises. Die Reinheit des Geistes besteht darin, dass es nie mit dem, was auftaucht, gemischt wird oder von dem befleckt werden kann. And this is the
deep way to deal with depression, anxiety, suicidal impulses, whatever mental and physical sufferings arise for us. Und das ist der beste Weg, mit all solchen Dingen umzugehen, sei es egal, welches geistige Leiden es ist, auch Selbstmordgedanken oder Depressionen oder all das. Oh, the next question is, unless I am in open awareness, I get lost in thought. Does one need to stay in open awareness all the time? Die nächste Frage ist, wenn ich nicht im offenen Gewahrsein bin, verliere ich mich in Gedanken. Ist es nötig, die ganze Zeit im offenen Gewahrsein zu verweilen? It's a difficult kind of question Es because ist, it's framed in terms of individual agency. das ist eine schwierige oder schwierig formulierte Frage, weil die Formulierung geht davon aus, dass ein Individuum etwas tut, eine Wirkung hat. What do I have to do? Was soll ich machen? Maybe nothing. Vielleicht gar nichts. If the one who is wanting to do something is our ego self, it will not be able to maintain openness in awareness. Wenn diejenige, die etwas tun will und das unser Ego selbst ist, wir selbst das Ego sind, dann wird diejenige nicht dazu in der Lage sein, offenes Gewahrsein beizubehalten. We relax into awareness. Wir entspannen uns in Gewahrsein hinein. We find ourselves present with awareness when we stop struggling to get rid of the bad things we don't want or get more of the good things we do want. Wir finden uns wieder im Gewahrsein, wenn wir aufhören, dagegen zu kämpfen, dass sogenannte schlechte Dinge in unserem Geiste sind oder dass wir die guten, die da sein sollten, nicht haben. This is a subtle work of balancing. Das ist eine sehr subtile Arbeit des Ausbalancierens. It can't be done in a crude way by the will to power. Und der Wille ist viel zu grob, ein zu grobes Instrument dafür, das zu tun. It's like stretching some rope or tape between two trees and then trying to walk along this slightly bouncy surface. Ist so, als würde man ein Tau zwischen zwei Bäumen aufspannen oder ein Seil und dann versucht, auf diesem Seil, was etwas nachgibt, natürlich zu balancieren. Rough movements will have you toppled. Wenn du dich schnell oder ungeschickt bewegst, fällst du sofort hinunter. You have to find the line of gravity inside yourself and very subtly adjust to maintain this balancing flow as you move along the wire. Du musst den Pol, den inneren Pol in dir finden, der dir erlaubt, mit der Schwerkraft in Verbindung zu sein und daraus mit ganz subtilen Bewegungen dein Gleichgewicht immer und immer wieder aufrechterhalten. Certainly, in my experience, if I want to walk on the tightrope, the main experience is falling off. Ganz sicher wäre meine Erfahrung, wenn ich auf so einem Seil tanzen wollen würde, würde ich sehr viel runterfallen. And similarly, in meditation, when we're beginners, the first experience we have is mainly getting lost. Und genauso in Meditation, wenn wir Anfänger sind in der Meditation, dann wird unser Haupterleben in dieser Meditation sein, dass wir uns den Weg verlieren. We tend to try too hard or not make enough focused effort. Entweder bemühen wir uns zu viel oder haben nicht genug fokussiertes Bemühen. So the key thing is when you slip into identification with thoughts, don't turn it into a big mistake.
Also der Schlüssel liegt darin, wenn man merkt, man ist identifiziert mit den eigenen Gedanken, das nicht als großen Fehler anzusehen. Relax and go back into the practice. Entspann dich und mach wieder weiter mit der Praxis. Don't think about the past, about what has happened and how you got lost. Denk nicht über die Vergangenheit nach und wie das denn ablief, dass du den Weg verloren hast. Don't think about the future with a strong commitment. I'm going to do it differently this time. Und denk auch nicht an die Zukunft mit einem ganz festen Entschluss, dass ich es dieses Mal jetzt anders machen werde. Simply open again. And when you close and get lost, open again and open again. Öffne dich einfach wieder. Wenn du merkst, du verschließt dich und hast den Weg verloren, öffne dich wieder. Öffne dich wieder. Only the Buddhas stay open in open awareness all the time. Nur die Buddhas sind wirklich in offenem Gewahrsein die ganze Zeit. But the key thing to investigate is when you get lost, where do you go? Aber das ganz Wichtige zu erforschen ist, wenn du den Weg verlierst, wo gehst du denn hin? Is there some other place you can go to? Gibt es einen anderen Ort, zu dem man gehen kann? You fall into a particular flavor or formation of experience. Du fällst in in bestimmte Erfahrung mit einem bestimmten Geschmack oder zeigt sich auf eine bestimmte Art und Weise. But the experience is arising in the mind. Aber diese Erfahrung taucht ja doch im Geiste auf. It's always in the mind. Es ist immer im Geist. Reflections are always in the mirror. Thoughts, feelings, memories are always in the mind. Widerspiegelungen sind immer im Spiegel. Gedanken, Gefühle, Erinnerungen sind immer im Geist. So I'm lost in my mind, and where I want to be is in my mind. Also habe ich meinen Weg verloren innerhalb meines Geistes und wo ich sein möchte, ist in meinem Geist. So you're lost where you want to be. Also hast du den Weg verloren, genau da, wo du sein willst. This indicates that where you want to be is not very far away. Daraus würde sich folgen lassen, dass wo du sein willst, kann ja nicht so weit weg sein. So be tender with yourself and stay with small adjustments, altering your breath, but nothing intense and heroic. Also sei ganz zart mit dir selbst und mach nur ganz kleine Veränderungen, nichts Großes, Heldenhaftes, sondern vielleicht nur den Atem verändern und solche Sachen. So next question is, in Dzogchen, they say that our situation is like a snake in a bamboo pole. We either go up or down. Die nächste Frage ist, im Dzogchen wird gesagt, dass unsere Situation genauso ist wie eine Schlange, die innerhalb von einem Bambusstock ist. Entweder gehen wir nach oben oder nach unten. So the question part is how to see where we are and what to do to ensure we go up. Und die Frage ist, wie können wir sehen, wo wir sind und wie können wir sicherstellen, dass wir hochgehen? Where are we? Wo sind wir? I'm in London. Ich bin in London. London is a name. London ist ein Name. Inside London, I'm in Kilburn. Innerhalb von Londons bin ich in Kilburn. Inside Kilburn, I'm in my road. Innerhalb von Kilburn bin ich in meiner Straße. In my road, I'm in my flat. In meiner Straße bin ich in meiner Wohnung. In my flat, I'm stuck in a chair looking at a screen. In meiner Wohnung
bin ich hier fest auf diesem Stuhl und schaue in diesen Computer rein. But where am I? Aber wo bin ich? So we have a narrative account, a story account of where we are. Also wir haben eine narrative Beschreibung, eine Geschichte davon, wo wir sind. And there are always more details we can add to these stories. Und dann gibt es immer mehr Detail, das wir zu dieser Geschichte dazufügen können. And we have the simplicity of just being here. Wir haben die Einfachheit davon, bloß hier zu sein. In a direct sense, in the immediacy of the experience, here is just here. Auf direkte Art und Weise, in dieser Unmittelbarkeit, ist hier einfach hier. When you feel yourself here in your presence, Wenn du dich hier in deiner Gegenwärtigkeit empfindest and then you talk about being here, und dann redest du darüber, hier zu sein, you can see these are two different domains. kannst du sehen, dass das zwei verschiedene Bereiche sind. And in fact, the talking about where I am and how I am displaces me from the immediacy of being here and now. Und das darüber reden, wo ich bin oder wie es mir geht, das schiebt mich weg von dieser Gegenwärtigkeit, mit der ich einfach nur hier sein kann. So the key point is to avoid entering into judgment. Also der Schlüssel hier ist, nicht in Beurteilungen hinein zu verfallen. Not enter into objectification and the kind of evaluation that follows from that. Das Ganze nicht dinghaft zu machen, als Objekt zu betrachten und dann zu evaluieren. If we stay simply here and open, now present in this moment, Wenn wir einfach hier sind und offen sind, jetzt, gegenwärtig in diesem Moment, and this continues in every situation, und das setzt sich in jeder Situation fort, then we're neither going up nor down, but up and down moves through this space of presence. dann gehen wir weder hoch oder runter, aber hoch und runter bewegt sich durch diese Gegenwärtigkeit, die wir empfinden. There wouldn't be much point to gaining enlightenment if you couldn't laugh. Es gäbe nicht viel Zweck davon, Erleuchtung zu erlangen, wenn man nicht mehr lachen könnte. Laughing is a response. Lachen ist eine Antwort auf etwas. People tell us sad stories and we look sad and we might cry. Wenn uns jemand etwas Trauriges erzählt, dann sehen wir auch selbst traurig aus oder weinen vielleicht. Responsivity is movement. It's opening ourselves to co-emergent movement. Auf etwas antworten können, reagieren können, ist Bewegung. Es geht darum, sich zu öffnen auf das mit etwas auftauchen können, mit dem, was geschieht, korrespondieren zu können. Awareness is intrinsic. It just is. And we are already within awareness. Gewahrsein ist innewohnend. Es ist einfach und wir sind schon innerhalb dieses Gewahrseins. We can't make it, we can't lose it. It doesn't need anything from us. Wir können es nicht herstellen, wir können es auch nicht verlieren. Es braucht von uns gar nichts. In the manner that reflections are in the mirror, we, in our embodiment with all our histories and emotions, are in the mind. Auf die gleiche Art und Weise wie Widerspiegelungen im Spiegel sind wir mit unserer ganzen Geschichte und unserer Lebensgeschichte innerhalb des Geistes. So, although there are many terms describing progression on the path and stages of enlightenment, Obwohl es ganz, ganz viele Beschreibungen gibt davon, was wie denn Fortschritt auf dem Pfad
aussieht und wie das aussieht, sich zur Erleuchtung hinzubewegen. That is the territory of the map specialists. Das ist der Ort, wo sich die Leute wohlfühlen, die Karten lesen können. We are out on a dark night wandering on the moor. Wir sind draußen in einer dunklen Nacht und wandern im Moor. The wind is howling, the rain is falling. Der Wind heult und der Regen fällt. We don't know where we are, Wir wissen nicht, wo wir sind, but we're here. aber wir sind hier. So wherever we are, we're here, even if we don't know where it is. Also wo auch immer wir sind hier, auch wenn wir keine Ahnung haben, wo das ist. Oh, I know that I am 40 kilometers from my home. Ich weiß, dass ich 40 Kilometer von zu Hause entfernt bin. But it's so dark and cold and wet, and I don't know how to get there. Aber es ist so kalt und so dunkel und so nass, dass ich nicht weiß, wie ich dorthin gelange. That is persecution by map. Das ist von der Karte verfolgt zu werden. We're here. Du bist hier, Stay with here. bleib mit dem Hier. If we're here, experience will come and go, and we will be here. Wenn wir hier sind, wird Leben, Erfahren kommen und gehen und wir sind hier. This is why our orientation is called Dzogchen. Und deswegen ist unsere Ausrichtung wird Dzogchen genannt. It's always already complete. Es ist immer schon vollkommen. However we are, there is neither lack nor excess. Wie auch immer wir sind, gibt es weder Mangel noch Überfluss. Each of us, as we are with all our problems, Jeder von uns und jede mit all unseren Problemen are the radiance of the ground. Sind das Erscheinen des Geistes, das Leuchten des Urgrundes. When you think about yourself, judge yourself, comment on yourself, you will not be present as the radiance of the ground. Wenn du über dich selber nachdenkst und dich beurteilst und dich selber kommentierst, wirst du nicht dieses Leuchten des Urgrundes spüren können. You'll be trying to get to be somewhere else. Dann versuchst du generell woanders zu sein als da, wo du bist. The view of Dzogchen is quite simple. Im Dzogchen ist es ganz einfach. I'm here. Ich bin hier, This is how I am. wie es ist, wie ich jetzt bin. Oh, I'll just be here in the manner of being how I am. Ich bin einfach hier auf genau die Art und Weise, wie ich jetzt bin. That is to say, I will relax out of my dualistic manipulative consciousness Das heißt, ich entspanne mich aus meinem dualistischen Bewusstsein heraus into the awareness that reveals that everything is occurring in the here and now. in das Gewahrsein heraus, in dem klar erscheint, dass alles im Hier und Jetzt passiert. Okay, then the next question. What is the purpose of planting earth healing pots? Die nächste Frage ist, was ist der Gedanke dahinter, die erdheilenden Töpfe zu vergraben oder einzupflanzen? And placing tsa-tsas, small images of the Buddhas and statues, and making stupas. Und tsa-tsas, also kleine Figuren der Buddhas zu verteilen oder Stupas zu machen. We are messy creatures. Wir sind Wesen, die ganz unaufgeräumt sind. And we live in a world which can be unpredictable and unsettling.
Und wir leben in einer Welt, die nicht vorhersehbar ist und die uns sehr verstören kann. It's probably safer to keep your money in the bank than in your pocket. Es ist wahrscheinlich sicherer, unser Geld in der Bank zu lassen, als in unserer eigenen Tasche. Oh, you have your aspirations, your desires to become more awake, your desires to benefit other people. Also du hast diese Aspiration, erwachter zu werden und anderen Menschen mehr zu helfen. The bodhisattva intention is described as being the jewel of the mind. Die Bodhisattva-Absicht wird beschrieben als der Juwel des Geistes. Oh, we put the jewel of the mind into the statue, into the tsa-tsas, into the healing pot. Also nehmen wir diesen Juwel des Geistes und tun den in diesen tsa-tsas, in diesen heilenden Topf hinein, in die Statue hinein. These are the banks in which we can invest our merit. Das ist die Bank, in die wir unsere Verdienste investieren können. It's a funny kind of banking system. Es ist ein ganz komisches System von Bank. I will give all my merit to other people, Ich werde alle meine Verdienste anderen geben and that will stop me losing my merit. und das führt dazu, dass ich meine Verdienste nicht verlieren werde. Moreover, if I give all my merit to other people, I also get it back again. Und sogar noch mehr, wenn ich meine Verdienste allen anderen widme, dann kriege ich sogar noch mehr zurück. This might sound like a kind of pyramid selling, Das hört sich vielleicht an wie so ein Pyramiden-Verkaufssystem. which is not very wise. Aber das ist nicht weise. But due to the blessing of the Buddhas, by giving it away, it is doubled. Aber durch den Segen, den der Buddha dazu gibt, oder die Buddhas dazu geben, wird es dadurch, dass man es weggibt, verdoppelt. So we put our energy and our prayers and our hopes and beliefs and precious things into an earth pot. Also wir tun unsere Energie und unsere Gebete und all das, was uns wertvoll ist und all unsere Hoffnungen und gute Wünsche in einen Erdtopf. This is a subtle reparation. Das ist eine subtile Wiedergutmachung. Now there is discussion that the museums in the West should give back the items that were stolen from other countries during the colonial period. Es gibt jetzt im Moment viele Diskussionen darüber, dass Museen doch die Dinge, die sie von anderen damaligen Kolonien gestohlen haben, jetzt zurückgeben sollen. And there's a movement in North America that people who were held as slaves in the past should receive some compensation from the government. Und es gibt in Nordamerika auch Diskussionen darüber, dass diejenigen, die in der Vergangenheit versklavt waren, von der Regierung jetzt Entschädigung bekommen sollen. That is to say, people's freedom was stolen, their life energy was stolen, their possessions were stolen, and so they should have some compensation. Also das, was gesagt wird, ist, dass die Freiheit von Menschen gestohlen wurden, die Lebensenergie von Menschen und die Besitztümer. Und dafür soll es eine Entschädigung geben. In a similar way, we take coal and gold and uranium and many things from the earth. Auf sehr, sehr ähnliche Weise nehmen wir Kohle oder Uranium oder Gold aus der Erde heraus. We pollute the rivers, we poison the fish, and so on. Wir verschmutzen die Flüsse, wir vergiften die Fische und so weiter. I remember the first time I went in the Himalayas in India. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal in den Himalayas in Indien war.
And you could see the old footpaths where the trains of horses and then on the higher levels, yaks would be carrying the loads. Und man konnte so die Pfade sehen, die alten Pfade, die von den Pferden oder in höheren Ebenen von Yaks gemacht wurden, die Lasten trugen. But now all across the hillsides, there are huge gashes where the roads have been made, blasting open the side of the rock and creating these terrible tears in the contouring of the hills. Aber jetzt, was man überall sehen kann, ist, dass da durch Sprengungen fürchterlich große Gräben und Straßen gebaut wurden, die ganzen Hügel und Berge sehr verändert haben. If we think of the energy of the earth as a almost living organism, Wenn wir uns vorstellen, dass die Energie der Erde wie ein lebender Organismus ist, and we see the huge skyscrapers which are in London, und dann sehen wir diese großen Wolkenkratzer, zum Beispiel hier in London, and we see how they compress the earth, squeezing it. und dann sehen wir, welches Gewicht die auf die Erde ausüben und wie die da ein Quetschen drücken. Then we see the huge violence we have enacted against the earth. Dann sehen wir, welche Gewalttätigkeit wir auf die Erde ausgeübt haben. In Tibet, if somebody was going to build a house, first of all, they would do some rituals to enter a conversation with the local gods who are the masters of the land. In Tibet, wenn jemand ein Haus hat bauen wollen, würde er zuallererst einige Rituale machen, um ein Gespräch anzufangen mit den Göttern, die diese Erde besitzen und dafür verantwortlich sind, dieses Stück Erde. And request permission to be able to cut into the earth and build a house. Und dann wird um Erlaubnis gebeten, ob man in diese Erde hineinschneiden kann, um ein Haus zu bauen. So when we think of the destruction in the equatorial forests in Brazil, in the Congo, in Indonesia, and so on, nobody is saying prayers to the earth asking permission. Also wenn wir an diese fürchterliche Zerstörung denken, die im Äquatorbereich in den Wäldern passiert ist, ob nun im Kongo oder in Brasilien oder sonst wo, da hat keiner um Erlaubnis gefragt, ob da eingegriffen werden darf. So one of the reasons for making this earth healing pots and planting small statues of the Buddha and stupas is to make us more aware of the mad blindness of entitlement by which human beings are chewing up the world. Also ein Grund, warum man diese erdheilenden Töpfe oder Stupas oder tsa-tsas in die Erde bringt oder in die Welt bringt, ist uns als Menschen klar zu machen, welche Sinn dafür haben, dass wir alles machen können, was wir wollen. Und das ist verrückt. So it's a gesture of connectivity that allows us to see that actions have consequences. And if we behave in thoughtless, exploitative ways, consequences will happen for many people. Es ist eine Geste, die zeigen soll oder uns klar machen soll, dass Handlungen Folgen haben. Und wenn wir auf bestimmte Art und Weise uns verhalten, dann wird es Konsequenzen für viele, viele Menschen und Wesen haben. The war that is happening in the Ukraine is causing huge amounts of environmental damage. Und der Krieg, der jetzt in der Ukraine abläuft, bringt unglaubliche Mengen an Umweltzerstörung mit sich. Huge amounts of precious resources are wasted. Sehr, sehr viele
unglaubliche Mengen an kostbaren Dingen werden verschwendet. In the Second World War, so many boats were sunk. Hundreds of thousands of tons of steel went to the bottom of the ocean. This iron will not come back again. Im Zweiten Weltkrieg wurden Hunderttausende an Booten versenkt und all das Eisen, was da gebraucht wurde, ist verschwendet und wird nie wieder genutzt werden können. So, what we're doing is trying in our own small way to bring some love and tenderness back to our relationship with the earth, to manifest gratitude and awareness for the bad treatment that we have given, but also the debts of gratitude that we accept and will carry. Also was wir versuchen auf unsere kleine Art und Weise ist einfach anzuerkennen, welche Schuldenlast wir haben. Und wir wollen ein wenig davon wieder begleichen, damit, dass wir diese Töpfe vergraben. Aber unsere Verantwortung damit wirklich auch und unsere Schuldenlast wirklich anerkennen. The most terrifying thing in the world in connection with human beings is the strong belief in many countries that I don't care. Was am furchterregendsten ist, dass viele in Verbindung mit menschlichen Wesen ist, dass viele Menschen in vielen Ländern die diese Überzeugung oder diese Einstellung haben, ach, das geht mich nichts an. Yes, of course, there's a lot of suffering, but I have my own suffering and I don't care about these people. Na klar, es gibt ganz, ganz viel Leiden, aber ich habe mein eigenes Leiden und ich kann mich nicht jetzt um alle kümmern. This is such a, well, from the Dharma point of view, this is such a stupid attitude. Vom Dharma-Standpunkt aus gesehen ist das so eine dumme Einstellung. How could we not care? Wie können wir uns nicht kümmern wollen? If I harden my heart so that I'm not touched by the suffering of others, Wenn ich mein Herz verschließe und härte, so damit das Leiden anderer mich nicht berührt, then I'm living with a hardened heart. dann lebe ich doch mit einem kalten, harten Herz. What is the benefit of a hardened heart? Was ist der Vorteil davon, ein verhärtetes Herz zu haben? So, a soft and tender heart which sends its delicate awareness out through our eyes, our ears, the tips of our fingers, brings us in intimate connection with the environment of which we are a part. Also ein zartes und offenes, weiches Herz zu haben und dann das Gewahrsein, das durch Augen und Finger und Ohren in die Welt hineingeht, bringt uns in Kontakt mit einer Welt, von der wir ja selber ein Teil sind. Okay, then in next question, James says that we should avoid classifying people and situations in terms of like and not like. Die nächste Frage sagt, James sagt, dass wir Leute nicht einteilen sollen in die wir mögen oder die wir nicht mögen. I'm always a little bit scared when someone says, James said. Ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn jemand sagt, oh, James hat gesagt. Yet, what should we do if we are connected with someone who undermines us, constantly attacks us, and provokes anxiety and crises? Aber was sollen wir damit machen, wenn wir mit jemandem zu tun haben, der uns angreift, der uns ständig untergräbt und der in uns Sorge und Ängstlichkeit auslöst? Well, there are two aspects here. The first is
the view that we maintain when we're doing sitting practice. Also es gibt zwei Aspekte hier. Die erste ist die Einstellung, mit der wir in die sitzende Meditationspraxis gehen. Then whatever comes, comes. Dann, was auch immer kommt, kommt. Sad memories, hopes for the future, let it come, let it go. Traurige Erinnerungen, Hoffnung für die Zukunft, lass es kommen, lass es gehen. If you chase after the thoughts you like and try to get rid of the thoughts you don't like, your mind will be endlessly busy. Wenn du den Gedanken, die du magst, hinterherjagst und versuchst, die loszuwerden, die du nicht magst, wird dein Geist immer beschäftigt sein. The thought that I don't like may be the thought that someone else would like. Der Gedanke, den ich nicht mag, ist vielleicht ein Gedanke, den jemand anders mag. That is to say that although in my liking and disliking, I perceive qualities as inherent in the object, Das ist nämlich, spricht von der Einstellung, dass wenn ich mag oder nicht mag, denke ich rede über Qualitäten, die wirklich in dem Objekt sind. if these qualities were actually inherent in the object, everyone would agree this is good, this is bad. Wenn diese Qualitäten, diese Eigenschaften wirklich in dem Objekt wären, dann würde ja jeder zustimmen, dass dies gut ist und dies schlecht ist. This is clearly not the case. Und das ist ganz klar nicht so. So my liking and not liking is about me. It's about my own mental formation. Also mein Mögen oder Nicht-Mögen ist eigentlich betrifft es mich, meine eigene geistige Einstellung, Aufbau. That is to say, they represent a disposition. Also das heißt auch, dass sie eine Richtung, eine Einstellung zeigen. A pre-patterning. Ein Vorgeformtsein. I've already adopted a position with regard to this kind of appearance. Ich habe schon für diese Art von dem, was auftaucht, habe ich schon eine Position eingenommen. I'm importing the past into the present and covering over the bright freshness of the moment. Ich importiere die Vergangenheit in die Gegenwart hinein und überdecke damit die Frische, in der sich das Momentane gerade zeigt. When I recognize this, then it makes sense to think, oh, pursuing the feeling that this is good because I like it and this is bad because I don't like it is a dead end. Wenn mir das klar wird, wenn ich das erkenne, dann kann ich daraus eben folgern, dass jetzt etwas nachzurennen, weil ich es mag, oder wegzuschieben, weil es nicht mag, ist wie in eine Sackgasse zu kommen. Because these opinions simply return me to my existing sense of myself, and nothing new and fresh is going to emerge. Denn diese Meinungen werden immer nur diesen Sinn von dem oder die ich jetzt gerade bin, aufrechterhalten. Und nichts Frisches und Neues wird je für mich kommen können. So, for that reason, in the practice, we maybe start with the Guru Yoga and relax and release our involvement in the patterning of our personalities and histories and so on. Und aus diesem Grund beginnen wir unsere Meditationspraxis vielleicht mit dem Guru Yoga, und wir entspannen uns und entspannen unsere Investition, die wir haben in unsere eigene Musterung und in unsere Vergangenheit und Geschichten. And then we attempt to just we don't attempt it. We relax into the as yet unformed openness in which the freshness of the moment is revealed. Und wir entspannen uns in die
bis jetzt ungeformte Offenheit, durch die Frische sich jetzt zeigt. So we get more used to just sitting and things arise that seem sweet or sour or happy or painful. And we see they come and they go, they come and they go. Und wir gewöhnen uns daran, wir üben uns darin, einfach zu sitzen und Dinge tauchen auf und die erscheinen uns süß oder sauer oder schmerzhaft oder glückselig und wir sehen, wie die kommen und gehen, kommen und gehen. The great completion, Dzogchen indicates it is already complete. Our existence, our presence is already whole. It's like a great round ball. Dzogchen, also die große Vollkommenheit, sagt uns, dass alles schon vollkommen ist. Was auch immer da ist, ist groß wie ein runder, großer Ball. It has neither lack nor excess. Es gibt weder Mangel noch Überfluss. Now, we won't be able to awaken to this if we keep adjusting every moment of our experience. Und wir werden nicht zu diesem erwachen können, wenn wir jeden Moment uns kalibrieren und neu justieren, unserem Erleben gemäß. So that's the reason for not thinking about situations and particularly our own thoughts and memories in terms of liking and not liking. Und das ist der Grund, also nicht über Dinge nachzudenken, insbesondere unsere eigene Situation und die in das, was ich mag und nicht mag, zu unterteilen. Then when we get up from the practice and we're interacting with other people, with animals, with cars, and when we're trying to cross the road, Und dann, wenn wir außerhalb unserer Meditationspraxis sind und wir interagieren mit Menschen, mit Tieren, mit Autos, die da sind, wenn wir über die Straße wollen, we need to be attentive to how people behave, car drivers behave, and so on. dann müssen wir wachsam sein, aufmerksam sein dafür, wie die Dinge sich verhalten, wie Autofahrer sich benehmen und solche Sachen. And work with the circumstances. Und dann mit den Umständen zusammenarbeiten. We're not in control, but we also don't want to be out of control. Wir kontrollieren nicht alles, aber wir wollen auch nicht außer Kontrolle sein. We're not the master, but we also don't want to be the victim. Wir sind nicht der Herrscher, der Meister, aber wir wollen auch nicht das Opfer sein. So, what should we do if we're connected with someone who undermines us, constantly attacks us, and provokes anxiety crises? Also was sollen wir, das ist die Frage jetzt nochmal, was sollen wir tun, wenn wir mit jemandem zusammen sind, der uns angreift und der also Krisen von Ängstlichkeit in uns hervorruft, der uns untergräbt? Well, as much as possible, one should prepare to leave. Also soweit es möglich ist, sollte man versuchen zu gehen. Being undermined and attacked and full of anxiety is not a good basis for practicing Dharma. Untergraben werden, voller Ängstlichkeit zu sein, angegriffen zu werden, ist keine gute Grundlage dafür, den Dharma zu praktizieren. Moreover, if you go along with the person abusing you, then because you have an interactive system, you're part of the problem. Und außerdem auch gesagt, wenn man dabei ist, also wenn man da mitmacht, sich beteiligt fühlt, weil wir ein interaktives System haben, dann werden wir zum Teil des Problems. Bullies need victims. Die Bullies, die Leute unterdrücken, die brauchen Opfer. If you practice Dharma and you go into it deeply and you take the Bodhisattva vow, then how are you going to save all sentient beings if you're a victim?
Wenn du den Dharma praktizierst, wenn du das ernst nimmst, wenn du das Bodhisattva-Gelübde abgibst, wie kannst du alle Wesen retten, wenn du selber ein Opfer bist? So, if you live in a country where there is at least some rule of law, Also wenn du in einem Land lebst, wo gewisse Gesetze aktiv sind, then it's important to go when you can to a police station and make a report. dann ist es wichtig, wenn du das machen kannst, zur Polizei zu gehen und jemand anzuzeigen. And get advice as to where you might find a refuge, Und dann eben einen Rat zu bekommen, wo du vielleicht eine Unterkunft alleine kriegen kannst. the question didn't set the gender of the people involved, In der Frage wurden nicht das Geschlecht der Personen erwähnt, but very often bullying men seek to isolate the woman, stop her contacting her friends, and keep her trapped in the house. aber häufig sind sind es Männer, die Frauen missbrauchen und die dann in den Häusern einsperren und ihnen nicht erlauben, rauszugehen. So, as much contact with supportive people and make a plan to leave. Also versuch so viel Kontakt wie du nur kannst mit Menschen zu haben, die dich unterstützen, und versuch zu gehen, sobald du kannst. Because I don't mean this in an insulting way, but in many ways, this is a kind of meaningless suffering. Und ich möchte das jetzt nicht beleidigend sagen, aber es ist irgendwie schon ein Leiden, was bedeutungslos ist. There's no gain for anyone in this corrupt dialogic interaction. Es ist nutzlos. Es gibt für keinen Gewinn in dieser Art von korrupten dialogischen Zusammensein. If you don't live in a country where there is protection and you don't have some brothers or relatives who could beat the shit out of this person, which could be a virtuous action. Wenn du nicht in einem Land lebst, wo das Gesetz dich beschützt, und wenn du keine Verwandten oder Brüder hast, die diesen Mann verprügeln könnten, weil das könnte eine sehr heilsame Handlung sein. Because when you see the wrathful Buddhas and they're holding all kind of weapons, Denn wenn ihr die zornigen Buddhas seht, die alle Arten von Waffen halten, in den Händen halten, these big knives are not for cutting up cakes and papaya. diese großen Messer sind nicht dafür gedacht, Kuchen zu schneiden oder Papaya zu zerteilen. Because generally speaking, bullies are cowards. Generell sind diejenigen, die ihre Macht missbrauchen, selber Feiglinge. Well, we see that both President Trump and President Bolsonaro are too cowardly to say, I lost, you won, good luck. Wir können zum Beispiel sehen, dass sowohl Präsident Trump wie auch Präsident Bolsonaro zu sehr ein Feigling sind, Feiglinge sind, als zu sagen, ich habe verloren, du hast gewonnen, alles Gute dir. They will hang on to the myth that they are the big man right to the end. Die werden diesen Mythos, sich reinkrallen in diesen Mythos, dass sie die großen Männer sind, bis zum üblen letzten Schluss. Same with Adolf Hitler committing suicide in a dirty bunker in Berlin. Es ist genau das Gleiche mit Adolf Hitler, der in einem dreckigen Bunker Selbstmord begangen hat. Because how humiliating it would be to be exposed for his own bad deeds. Denn es wäre zu peinlich, zu schlimm gewesen, sich selbst zu sehen, dass man all diese schlechten Taten begangen hat, dass das wirklich ans Licht kommt. The bully is living a lie. Derjenige, der missbraucht,
lebt eine Lüge. And that's why generally it's not going to work to simply wait for them to change. Und deswegen muss man generell sagen, dass es nicht funktionieren wird, darauf zu warten, dass die sich verändern, Because they won't admit to the bad that they have done. weil die nicht bereit sind, sich das Schlechte, was sie getan haben, wirklich zu gestehen und anzuerkennen. So radical action which can stop the abuser is important. Also radikale Handlungen, die diesen Missbrauchenden Einhalt bringen, ist sehr, sehr wichtig. It's not about punishing the other person or getting revenge. Da geht es nicht darum, Revanche zu kriegen oder die andere Person zu bestrafen, But making a clear decision. If I can't stop their aggression towards me, then I need to find a way to leave. aber eine ganz klare Entscheidung zu fällen, dass wenn ich nicht deren Aggression mir gegenüber irgendwie unterbinden kann, dann muss ich hier raus. And especially if you can leave and tell other people so that it is known and the secrecy within which the abuse has been going on is no longer allowed to continue. Und insbesondere ist es gut, wenn man gehen kann und anderen davon informieren kann, was abgelaufen ist, sodass diese Geheimniskrämerei unter der Deckmantel, unter der dieser Missbrauch geschehen könnte, gelüftet wird. I don't know if this person is an English speaker or not, but there's a wonderful book called The Yellow Wallpaper. Ich weiß nicht, ob diese Person, die die Frage gefragt hat, Englisch spricht, aber es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, das heißt Die gelbe Tapete. It's written over 100 years ago, and it's a short feminist novel about how a woman ends up being completely disempowered by her partner. Das Buch wurde vor über 100 Jahren geschrieben und es ist ein kurzer feministischer Roman, der beschreibt, wie eine Frau vollkommen entmächtigt wurde von ihrem Partner. And, if we read and see the structure of this kind of abuse, we see that it's just part of the same deal that was with slavery. Wenn wir das Muster sehen von dieser Art von Missbrauch, dann sehen wir, das ist genau parallel und gleichgesetzt mit Versklavung. With the racist colonial British attitude to people of different races. Mit der rassistischen, kolonialen Einstellung, die die Briten verschiedenen Rassen und anderen Leuten gegenüber hatten. To the negative aspects of the caste system in India. Die negativen Aspekte des Kastensystems in Indien. Because these are all ways in which dynamic social structures are frozen. Denn es sind alles Arten und Weisen, wie dynamische soziale Strukturen gefroren sind, feststehen. I'm stronger than you. Ich bin stärker als du. I'm superior to you. Ich bin besser als du. And I am better than you. Und ich bin besser als du. So Höher. do what I say. Ich bin höher als du, deswegen tust du, was ich dir sage. Because if you don't do it, I will punish you. Denn wenn du es nicht tust, werde ich dich bestrafen. Yeah. So these are structural issues. These are structures of power. They have nothing to do with the intrinsic qualities of any sentient being. Dies sind strukturelle
Es liegt in der Struktur, das sind Machtstrukturen und die haben nichts mit dem intrinsischen Wesen dieser Menschen zu tun. The next question is, how does practicing in nature help to unveil the natural state of our mind? Die nächste Frage ist, wie kann Praxis in der Natur und den natürlichen Zustand unseres Geistes helfen zu enthüllen? Well, if you're in a city or even in a village, the houses that you see have all been designed by the human mind and created according to the tools that we have. Also wenn du in einer Stadt wohnst oder wenn du sogar auch in einem Dorf wohnst, dann sind all die Häuser wurden von dem menschlichen Geist erfunden und wurden gemacht mit den Werkzeugen, die der Mensch zur Verfügung hat. They're full of straight lines, Es gibt viele gerade Linien, especially modern houses. insbesondere moderne Häuser. In many countries where people still build their houses with sticks and mud, there's a much more of a kind of dialogue between the resources which are just there in nature and the human skill in crafting them. Es gibt in anderen Ländern wird mehr aus Stöcken oder Lehm gebaut und da kann man in der Bauweise viel mehr einen Dialog sehen zwischen den Materialien, die es vor Ort gibt und dem Geist des Menschen, der diese Häuser schafft. But now in big cities, we have the mass production of materials. Aber nun haben wir in großen Städten die massenhafte Produktion von Materialien. We have the standard sizes of bricks, of tiles for the roof, of steel bars, and so on. Wir haben also vorgegebene Maße für Ziegelsteine, für Fliesen, für die Stahlgerüste, die aus den Häusern bestehen. So when you walk around in a city, you are seeing images of the structure of your own mind. Also wenn du durch eine Stadt läufst, siehst du Bilder von den Strukturen deines eigenen Geistes. That is to say, the structuring of the mind, which has been developed through your education and your beliefs. Das sind die Strukturen deines Geistes, die durch deine Ausbildung und deinen Glauben geschaffen wurden. Everything can be easily named and it's comprehensible why it's made in that way. Alles kann leicht benannt werden und es ist sehr leicht zu verstehen, warum bestimmte Dinge so und so aufeinander gebaut werden. It is artificial, and the structuring of our human culture and consciousness is also artificial. Es ist künstlich und die Art und Weise der Strukturen, die sich in unserer menschlichen Kultur, in der wir leben, ist auch künstlich. But when we go into nature, whether it's in a park in the city or out into the forest or into the jungle, Aber wenn wir in die Natur gehen, ob das vielleicht nur ein Park ist in unserer Stadt oder in den Wald oder sogar in den Dschungel, we see the forms which have developed in conversation with the wind and the sky and the rain, but also with the other things which are growing there. wir sehen, die Formen, die sich entwickelt haben, sind alle in einem Gespräch mit dem Wind und dem Regen und der Erde und auch mit den anderen Formen, die da wachsen. The branches of the trees bend as they encounter other branches. Die Zweige von Bäumen biegen sich, wenn sie auf andere Zweige treffen. The tree shows us the meaning of dependent origination. Der Baum zeigt uns die Bedeutung von abhängigen Entstehen. The roots are in the ground, the leaves are
spreading out into the sky. Die Wurzeln sind im Boden und die Blätter breiten sich nach oben in den Himmel aus. Sap is arising from the roots going up the trunk. Photosynthesis is transforming the life of the leaves. Der Saft steigt aus durch die Wurzeln in den Baumstamm. Die Photosynthese verwandelt das Licht, was durch die Blätter aufgenommen wird. A tree is a site of communication. Ein Baum ist ein Ort der Kommunikation. When we look at it and think, oh, it's a tree, we are doing it a great injustice. Wenn wir anschauen und sagen, es ist ein Baum, dann tun wir diesem Baum ein großes Unrecht. We're putting the tree into our mental box. Dann stopfen wir den Baum in unsere eigene geistige Kiste. But the tree is showing us the connectivity between under the earth, on the earth, and in the sky. Aber was der Baum uns wirklich zeigt, ist diese Verbundenheit von unter der Erde, auf der Erde und in den Himmel hinein. And this is helpful for us. Und das ist sehr, sehr hilfreich für uns. Because as we looked a bit earlier this evening, we are very capable of ingratitude. Denn wie wir auch schon vorher heute uns angesehen haben, Undankbarkeit kann sehr schnell passieren bei uns. We are alive because we breathe. Wir sind lebendig, weil wir atmen können. We are not autonomous. Wir sind nicht autonom. We are not independent. Wir sind nicht unabhängig. We are dependent. Wir sind abhängig. If it's too hot, we get sick. If it's too cold, we get sick. Wenn es zu heiß ist, werden wir krank. Wenn es zu kalt wird, werden wir krank. We need to be free to drink and urinate, to eat and defecate. Wir müssen die Freiheit haben, zu essen, zu trinken, Urin abzulassen und auf die Toilette zu gehen. We are also, like the tree, part of a dynamic conversation. Auch wir sind genau wie der Baum Teil einer dynamischen Unterhaltung. So, one of the functions of being in nature is to help us to be aware that participation with the environment is life itself for us. Und was wir in der Natur erfahren können, ist, dass die Teilhabe, das Teilnehmen am Leben ist, wie wir alle funktionieren. Things grow according to the space. Dinge wachsen, je nach dem Raum, den sie haben. Some trees have very thick leaves and nothing much can grow underneath them. Manche Bäume haben sehr, sehr dicke Blätter und dann kann nicht viel darunter wachsen. And other trees create a mood around them which encourages mushrooms and so on. Und andere Bäume, um die herum kann man sehen, dass da sehr leicht sehr viele Pilze wachsen. So this can help us to reflect on the quality of our participation. What benefit do we bring to our local environment? Und darüber können wir vielleicht drüber nachdenken, was die Qualitäten unserer eigenen Teilhabe sind, welche Qualitäten wir uns ermutigen, was uns wachsen kann. So when we see the cramped state of some forest, and when we look at our mind and see how full we are of thoughts and feelings and memories and anxieties, then we might note that we don't have too much room for growth in ourselves. Wenn wir sehen, vielleicht wie manche Wälder sehr, sehr dicht sind und wenn wir dann selber sehen, wie viele Gedanken und Gefühle und Meinungen in uns sind, können wir sehen, dass da vielleicht nicht sehr viel Raum da ist, dass Neues wachsen kann. Things can grow because there is space.
Dinge können wachsen, weil Raum da ist. Well, then we remember the Dharma teaching. The mind is the Dharmakaya, which is the open, unborn space. Und dann können wir uns an die Dharma-Lehren erinnern, dass der Geist der Dharmakaya ist, also der offene, ungeborene Raum. It's not a dead space. Es ist kein toter Raum. So it's like the earth. Also ist es wie die Erde, It's full of potential. voller Möglichkeiten. The potential is activated in responsivity. Und dieses Potenzial wird durch aufeinander Antworten aktiviert. The rain falls and the plants begin to grow. They don't grow so much in winter, but summer and springtime, when the sun starts to rise more, they have this burst of life. Der Regen fällt und die Pflanzen fangen an zu wachsen. Sie wachsen nicht so doll im Winter, aber im Sommer und im Frühjahr, wenn die Sonne stärker wird, dann springen sie auf und werden lebendig. You can see these wonderful nature programs where you have a desert and there's no rain for 12 years, and then a little rain falls and suddenly plants and little beautiful flowers are everywhere. Ja, es gibt so schöne Natur-Fernsehprogramme, wo man sieht, dass es diese Wüsten gibt, wo seit 12 Jahren kein Regen war und dann regnet es und sofort springt alles, wird alles lebendig und kleine und große Pflanzen fangen an zu wachsen. So in the Dharma, we think of the rain as the compassion of the open sky. It is the kindness which allows life to flourish and blossom. Also im Dharma denken wir an den Regen als das Mitgefühl, das Mitgefühl des Geistes, was erlaubt, dass Dinge wachsen und zur Blüte kommen. So when we see people around us, they are not isolated individuals separated from us. Also wenn wir Menschen um uns sehen, sind das nicht isolierte Wesen, die von uns abgetrennt sind. And so even if we live in a culture where it becomes less and less normal to greet people in the street, Also selbst wenn wir in einer Kultur leben, in der es weniger und weniger normal ist, sich einander auf der Straße zu begrüßen, we can still greet them in our heart. wir können sie trotz alledem noch in unserem Herzen begrüßen. We can send good wishes streaming out to everyone we meet. Wir können gute Wünsche rausfließen lassen zu allen, denen wir begegnen. Because just as the sun sends its light, which invites things to grow and flourish, so the light of the compassionate heart brings a warmth that allows all beings to flourish. Denn genau wie die Sonne, wenn sie scheint, allen Dingen erlaubt zu blühen und zu wachsen, so ist die Sonne unseres Mitgefühls, trifft auf Menschen und erlaubt ihnen, sich auszudehnen und zu wachsen. If you go into a commercial planted forest, Wenn man in kommerziell gehaltene Wälder geht, all the trees are planted in a straight line so that the modern tractors can go up and down, cutting things down and carrying the wood away and so on. so, alle Bäume werden da in Reihen angepflanzt, sodass ein moderner Traktor da reinfahren kann und die Bäume runterschneiden kann und wieder rausfahren kann. But if you go into the wild woods, it's very different. Aber wenn man in die wilden Wälder geht, ist es sehr, sehr anders. They are tangled. Die sind, da wächst alles durcheinander und umschlingt sich. They can't be straightened out. Man kann da keine geraden Linien finden oder machen. So then we sit in our practice. Und dann sitzen wir in unserer Meditationspraxis. Are we a commercial forest? Sind wir so ein kommerziell gehaltener Wald? Or is our mind the wild wood? Oder ist unser Geist der wilde Wald? And if your mind is the wild wood, Und wenn unser Geist der Urwald ist,
then maybe trying to straighten it out is not necessary. Dann ist es vielleicht unnötig zu versuchen, das Ganze in gerade Linien zu bringen. So the view in Dzogchen is, it is as it is. Also die Sicht in Dzogchen ist, es ist so, wie es ist. Be present with your mind, however it is. Sei gegenwärtig mit deinem Geist, wie auch immer er ist. Don't cultivate, don't correct, don't direct. Be open and present with the mind, however it is. Versuche nicht zu kultivieren, versuche nicht zu verbessern. Sei einfach gegenwärtig mit dem Geist, so wie er ist. Okay, so now we're almost at our time for this evening. Na, jetzt sind wir fast schon am Ende unserer Zeit für heute Abend. The program for the first 6 months of next year will be up on the website in the next couple of weeks. In den nächsten paar Wochen wird das Programm für die ersten 6 Monate des neuen Jahres auf der Webseite sein. We have another question and answer before the end of the year and a weekend of Zoom. Wir haben vor dem Ende des Jahres noch eine Frage- und Antwortrunde und auch ein Wochenende auf Zoom. So if you have more questions, please send them in. Also wenn ihr mehr Fragen habt, dann schickt sie doch bitte. And it's very nice to be able to have this contact together. Es ist sehr, sehr schön, gemeinsam diesen Kontakt zu haben. Life is very difficult for many people all across the world. Das Leben ist für viele Menschen in der ganzen Welt sehr, sehr schwierig. So one of the aspects of Sangha is to open to and enjoy the potential for being connected. Also ein Aspekt von Sangha ist, sich zu öffnen und zu genießen, diese Möglichkeiten, die sich durch die Verbundenheit ergeben. There are groups doing the Padmasambhava practice. There are discussion groups in different languages. Es gibt Gruppen, die Padmasambhava-Praxis machen und es gibt auch Gruppen, die in verschiedenen Sprachen Studium machen. And the key thing is always to recognize, oh, I get some benefit from connection. Perhaps all beings will get benefit from connection. And this reinforces our bodhisattva intention. Und hauptsächlich ist es doch wichtig, immer wieder zu erkennen, mir geht es, ich habe dafür es geht mir gut, wenn ich mich verbunden fühle. Vielleicht wollen alle Menschen diese wohltuende Verbindung fühlen. Und das bestärkt dann immer wieder unser Bodhisattva-Gelübde. Okay, so that's our time for just now. And thanks to Pedro for keeping it going and managing the recording, which will be made available soon. Also das ist es jetzt für heute und erstmal danke wieder an Pedro, der diese Aufnahme macht und der die bald zur Verfügung stellen wird. And to our translators, to Joao and Jayachitta and Juan and Bartek. Und auch an die Übersetzer Joal, Jayachitta, Bartek und Joan. So, lovely to see you, and we will meet again, hopefully. Sehr schön, euch alle zu sehen und hoffentlich werden wir uns bald wiedersehen. Bye for now. Ciao. Okay. Bye bye, obrigado. Jai. Ciao. Thank you very much. Gracias, Jay. Bye. Bye-bye. Yeah, this one.